Guten Morgen! Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm und ich zeige euch heute, wie ihr Bäume so malen könnt, dass sie aussehen wie echt. Für die heutige Lektion brauchen wir folgende Farben: einen gekauften Grünton, das ist in meinem Fall Permanentgrün. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr euch den aus Phthalo-Blau und Cadmiumgelb selber mischen oder ihr verwendet einen anderen Grünton, den ihr gekauft habt. Dann, wie gesagt, Cadmiumgelb, Cadmiumrot und Phthalo-Blau, das sind die drei Grundfarben dazu. Eine Erdfarbe, das ist gebranntes Jena und Weiß. Dann brauchen wir einen Borstenpinsel, einen relativ kleinen diesmal, weil das Format nicht besonders groß ist. Wenn ihr das Bild natürlich vergrößern möchtet, dann bräuchtet ihr einen größeren Pinsel. Das ist ein Borstenpinsel Nummer 4, einen kleinen Haarpinsel Nummer 3, dann einen Bleistift zum Vorzeichnen und für die Vorlage zum Markieren braucht ihr einen starken Filzstift. Dann habe ich für die Vorlage mir wieder ein Foto von meinem Sohn Stefan geholt. Wenn wir Bäume malen wollen, sind zwei Dinge wichtig. Zum einen, dass die Form ungefähr so aussieht, wie der Baum in echt aussieht. Und dazu ist es am einfachsten als Anfänger, wenn ihr euch bei dem Foto zunächst einmal die groben Umrisse so mit dem schwarzen Filzstift markiert, auch den Stamm oder die Äste, wo man die sieht, und dann diese Blattgruppen, die dadurch entstehen, dass eben da immer viele Blätter übereinander sind, so ganz grob markiert, wo die Hauptgruppen auf dem Baum sind. Weil natürlich, wenn ein Baum weit weg ist, können wir die Blätter nicht einzeln malen. Das heißt, wir müssen uns auf diese Blattgruppen konzentrieren und die malen wir dann im Endeffekt nur noch als farbige Flecken. Ich kann euch das hier im Buch auch nochmal zeigen. Das sieht man so im Hintergrund. Das sind im Prinzip eigentlich nur noch helle und dunkle Flecken und trotzdem sieht es aus wie Buschgruppen. Ich habe die Vorzeichnung jetzt schon mal auf meinen Malkarton übertragen. Ihr seht, es ist nicht unbedingt notwendig, dass das jetzt ganz genauso wird wie der Baum auf meiner Vorlage, sondern halt einfach so ungefähr. Bevor wir aber jetzt damit beginnen, diesen Baum auszumalen, empfehle ich euch, dass ihr euch erstmal Gedanken macht, welche Farben ihr dazu benutzt. Und zwar sieht man das auf dem Stefan sein Foto ganz schön, dass hier immer rechts oben das Licht drauf ist, dass die Blattgruppen da oben immer so ein bisschen beleuchtet sind. Und in diesem Bereich, seht ihr, hat man oben sehr starke Lichtreflexe. Im Schattenbereich ist es nicht mehr so stark, aber auch hier haben wir helle und dunkle Stellen. Und das zeige ich euch jetzt, wie man das im Schatten macht, dass das trotzdem ein bisschen heller ausschaut. Wir beginnen bei unseren Farbüberlegungen jetzt mal mit dem Grünton. Ich trage mir den hier auf. Ich glaube, das ist auch für euch sichtbar, dass das Grün im Vergleich zu dem Foto ein bisschen zu kräftig ist. Und deswegen mischt man eigentlich immer, wenn man Bäume realistisch malt, das Grün irgendwie mit einem Braunton ab oder mit einem rötlichen Ton, das könnt ihr auch probieren. Weil in der Natur immer ein bisschen was von dem Erdton mit drin ist. Seht ihr, dass das ähnlicher wird? Und ich kann diesen bräunlichen Grünton, den kann ich mit Gelb jetzt natürlich heller machen und auch wärmer. Das brauchen wir dann für diese Lichtseite. Und wenn ich dann noch ganz wenig Weiß dazu gebe, aber wirklich nur ganz wenig, weil Weiß, das wisst ihr bestimmt aus den vorhergehenden Lektionen,
Weiß macht die Farbe leicht kalt, also da immer ganz arg aufpassen. Und da seht ihr schon, ich habe eine schöne Abstufung, wie ich jetzt diese unterschiedlichen Hell-Dunkel-Flecken auf dem Baum dann malen kann. Für den Schatten nehmen wir auch das Grün wieder als Ausgangsfarbe und mischen ganz wenig Blau dazu. Das könnte man jetzt für die Seite nehmen, ist mir persönlich aber auch ein bisschen zu giftig und deswegen gebe ich auch in diesen Schatten ganz wenig von dem Braun. Sodass die Farbe kalt wird und trotzdem noch ein bisschen diesen Erdton hat. Und je weniger Grün ich da jetzt dazu gebe, desto dunkler wird dieser Farbton. Es dürfte jetzt so ungefähr der ganz dunkle Ton unten jeweils im Schatten sein. Wenn ihr diese Lichtseite im Schatten, wenn ihr die malen möchtet, dann braucht ihr einfach nur ganz wenig Weiß dazugeben. Das heißt, ich nehme das Grün, ganz wenig Blau. Ein bisschen Weiß dazu. Und so hat man auch für die Schattenseite so diese helleren Stellen oben auf den Blattgruppen. Was er dann noch braucht, das ist ein sehr dunkles Braun für den Stamm. Da nehmen wir als Ausgangsfarbe die gebrannte Umbra und geben Blau dazu. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr dunkel, also würde ich vielleicht jetzt nur für die Schattenseite nehmen. Und wenn wir das jetzt ein bisschen wärmer haben wollen, können wir Rot dazugeben und ein bisschen Gelb. Dann wird es ein wärmeres Braun. Und wenn wir das dann noch im Licht haben wollen, einfach ein bisschen Gelb dazu und ein bisschen Weiß. Dann gibt es so ein, ja, ein gräuliches, helleres Braun. Und je nachdem natürlich, wie hell man das haben möchte, desto mehr Gelb und Weiß geben wir da dazu. Wir malen jetzt heute den Hintergrund nicht miteinander aus, weil in der nächsten Lektion beim Landschaftsmalen zeige ich euch dann noch, wie man Himmel und auch den Boden, wie man das anlegt. Und deswegen spare ich mir das für das heutige Video. Ihr könnt es natürlich dann am Ende so fertigstellen, wie ihr das gerne hättet. Bei meinem Baum fange ich jetzt zunächst einmal mit dieser beleuchteten Seite an. Das heißt, ich mische mir jetzt ein relativ warmes Grün und nehme das so mal als mittleren Farbton und bringe den ganz grob überall auf der Lichtseite bei diesen Blattgruppen auf. Das gleiche in der Schattenseite, da mische ich mir jetzt mein dunkleres Grün
Und dann mische ich als nächstes für die Lichtseite den dunklen Farbton. Der kann jetzt ruhig dunkler werden als der mittlere Ton vom Schatten. Und dann mische ich einen noch dunkleren Farbton für diese Blattgruppe in der Schattenseite ganz unten. Das heißt, ich gebe da jetzt einfach noch mehr Blau und Braun mit rein und dann wird es noch dunkler. Und jetzt mache ich das Gleiche mit den Lichtseiten oben. Ich mische mir jetzt ein ganz helles Grün. Und auch für die Schattenseite mische ich mir jetzt so ein kaltes Licht, so wie ich es euch vorhin gesagt habe. Da kann ich den Farbton eigentlich gleich nehmen und den einfach mit Weiß jetzt ein bisschen aufhellen, dass das so ein kaltes, helles Grün gibt. So, und an ein paar Stellen kann man das dann noch ein bisschen vermischen, aber vom Prinzip her haben wir jetzt schon mal den wichtigsten Farbauftrag geschafft. Jetzt geben wir dem ganzen Baum mal einen Stamm. Und beim Bäume zeichnen haben wir ja das schon gelernt, ne, dass der Stamm nach unten dicker wird und dass die Äste nach oben immer dünner werden. Und die kann man jetzt dann an ein paar Stellen, wo die da so ein bisschen rausschauen, kann man sie andeuten. Da kommt einer raus, der geht da so entlang. Dann geht da einer entlang. Das könnt ihr auch mit einem feinen Pinsel machen. Da könnte vielleicht einer sein. Da oben sieht man welche. Und in der Schattenseite natürlich genauso. Und da könnt ihr dann auch mit einem feinen Pinsel diese ganz kleinen, die man so ab und zu durchschimmern sieht, die kann man dann vielleicht noch ein bisschen andeuten. Da müsst ihr auch nur aufpassen, dass ihr das jetzt nicht übertreibt, dass nicht zu viele kommen. Gut, wenn der Hauptfarbauftrag erledigt ist, dann könnt ihr zum Schluss jetzt nochmal ganz helle Lichter draufsetzen. Das heißt, dann nehmen wir jetzt das Gelb mit ganz wenig Grün und ein bisschen Weiß dazu. Und dann betonen wir da nochmal so diese obersten Stellen von den Blattgruppen. Und das gleiche im Schatten,
Auch da machen wir dieses kalte Licht noch ein bisschen heller. Und das darf jetzt ruhig auch so in die Lichtseite so ein bisschen übergehen. Kann sich da so ein bisschen vermischen. Jetzt sehe ich, dass ich da beim Malen diese dunklen Stellen zu sehr übermalt habe und deswegen verstärke ich jetzt an der Stelle die Schatten noch mal ein bisschen. Jetzt kann ich auch den Stamm noch ein bisschen beleuchten lassen. Das heißt, ich fahre da jeweils auf der Lichtseite ein bisschen mit einem warmen, hellen Braunton nochmal so ein bisschen drüber, dass die so ein bisschen rausschauen aus dem Ganzen. Ja, das ist eigentlich so der Hauptfarbauftrag, den man beim Bäumemalen wissen muss. Ihr könnt, wie gesagt, euch jetzt den Hintergrund noch gestalten, zum Beispiel dieses gelbliche Gras da vorne. So sieht mein Bild jetzt aus, wenn es fertig ist. Ich freue mich schon auf die nächste Lektion, wenn wir zusammen jetzt dann eine Landschaft malen. Bis bald!